Servus! Ich darf euch heute auf spielerische Weise zeigen, wie ihr eure ÜK2-Überwachung auf der Baustelle über Sequello digital abwickeln könnt. Dazu habe ich eine sehr coole Baustelle mitgebracht, mit Bewährung. Wir betonieren heute eine Decke. Im System zeige ich euch, wie man sich durch Sequello durchklickt. Was wir hier sehen, ist eine Kalenderansicht eines Bauleiters oder eines Poliers. In dem Fall bin ich das heute. Und wir wollen einen Beton bestellen, deswegen gehen wir aufs Bauteilsortenverzeichnis, wählen uns dort den richtigen Beton aus, passend zum Bauteil und klicken auf Bestellen. In der Bestellung ist schon alles vordefiniert. Ich brauche nur mehr sagen, wann ich ihn gerne hätte und wie viel ich gerne betonieren würde. Es ist nicht so groß, 24 reichen. Und das System zeigt mir auch noch vorgeschlagene Prüfungen an, basierend auf dem Prüfplan im Hintergrund. Das kann ich nun bestellen und komme auf meinen Kalenderretour, wo ich meine Bestellung sehe, wo ich meine Prüfvorschläge nochmal sehe. Wenn dann der Tag der Anlieferung gekommen ist, wir drehen jetzt etwas am Rad und warten gerade auf unsere Betonage, dann wollen wir natürlich eine Frischbetonprüfung machen. Danke fürs Einpacken. Und ich habe dafür unseren Beton mitgebracht. Achtung, lebensgefährlich. Und zuallererst brauchen wir den natürlich erstmal in der Scheibtruhe. So, ein bisschen entnommen. Davon etwas in einen Prüfkörper, denn wir stellen einen Würfel her. Zap, zarab. PK 2511 ist geboren und Lufttemperatur 23 Grad, Betontemperatur 21 Grad. Ausbreitmaß, ganz wichtig, sollte man natürlich auch noch machen. Ein paar Mal klopfen. 430, 450. Ein geschultes Auge sieht das natürlich, aber man sollte den Zollstock verwenden. Wunderbar, unsere Frischbetonprüfung ist eingegeben und fertig. Ich kann es abschicken. Als nächstes möchte ich mir dann die Nachbehandlung, nachdem ich das Bauteil betoniert habe, natürlich erstellen. Also erstmal machen wir Sauerei und wir betonieren hier unser Bauteil. So, alles rein, ein paar Mal komprimieren, abziehen. Wunderbar. So, und jetzt geht es ans Nachbehandlungstagebuch. Das erstellt man auch in Sequello mit ein paar Klicks. Es ist wieder sehr viel vordefiniert, gebe ich an. Welche Temperatur hat es, welche Art der Nachbehandlung habe ich. In dem Fall heute behandeln wir mit Folie nach und basierend auf der Norm kriege ich dann auch vorgeschlagen, wie lange sollte das Bauteil nachbehandelt werden. Ja, das Ganze sehe ich dann im Betoniertagebuch. Im Betoniertagebuch kann ich mir anzeigen lassen, welche Lieferscheine geliefert wurden, kann mir die öffnen, sehe genauso auch die Frischbetonprüfungen, kann die öffnen, die Nachbehandlungen, kann die öffnen. Also alles, was wir gerade eben schon erstellt haben, ist hier verfügbar. Ich kann sehr, sehr schnell und effizient hin und her springen, kann das Ganze natürlich auch herunterladen in PDF-Format, sodass ich es dem Fremdprüfer geben kann oder in Excel-Format, um meine eigenen Auswertungen zu fahren. Und dann fehlt mir noch eins, und zwar die Prüfkörper. Die Prüfkörperliste einerseits, auf die wir gerade geklickt haben, und andererseits dann auch die Eingabe der Laborergebnisse. So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Dreck. Wir müssen ja die Würfel auf Druckfestigkeit prüfen. Wunderbar. Und die kann man eingeben und kriegt dann seine statistische Auswertung automatisch generiert. Wir haben jetzt heute gesehen, wie ich eine Bestellung aus dem Bauteilsortenverzeichnis generiere, wie ich Prüfvorschläge automatisch generiert bekomme, wie ich die vorgeschlagenen Prüfungen dann erstelle, also eine Frischbetonprüfung mache, wie ich ein Nachbehandlungstagebuch in Sequello erstelle, wie ich im Betoniertagebuch mit ein paar Klicks alle Informationen sehe und mich dort bewegen kann und wie ich eine Laborprüfung eintrage und meine statistische Auswertung automatisch generiert bekomme. Wenn das was für eure Baustelle ist, dann schaut euch gerne die Website für mehr Informationen an und kommt auf uns zu.